Hat nicht jeder einen oder mehrere Bereiche, in denen er nicht minimalistisch ist? Seit ich den Minimalismus vor ein paar Jahren entdeckt habe, bin ich fleißig am Aussortieren. Das Ausmisten macht mir Spaß, mir gefällt die Ästhetik und ich habe ein viel besseres Gefühl dafür entwickelt, was ich wirklich brauche. Ich gebe weniger Geld aus, weil ich mittlerweile besser einschätzen kann, ob ich ein etwaiges neues Teil wirklich benutze und Spaß daran haben werde oder ob ich es nicht besser liegen lasse. Sicher kennst du das auch. Im heutigen Video möchte ich dir 5 meiner Bereiche zeigen, in denen ich nicht so wirklich minimalistisch bin und erzähle dir auch warum. Und wirklich eindeutige Bereiche zu finden, war für mich gar nicht so leicht. Denn ich achte mittlerweile bei fast allem darauf, dass ich einen Nutzen davon habe und minimalisiere in sämtlichen Bereichen. Wenn es dir ähnlich geht, du dich für Minimalismus, aber auch andere Themen wie Haushalt und Ordnung halten interessierst, dann lass mir gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, um nichts zu verpassen. Wenn du Interesse an einem anderen Thema hast und gerne etwas von mir dazu sehen möchtest, dann lass mich das auch gerne wissen. Ich freue mich immer sehr über neue Ideen und Anregungen. Und bevor es losgeht, was ist dein größter, nicht minimalistischer Bereich? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Nun aber zu meinem ersten Bereich. Es geht los mit Küchengeräten. Ich koche liebend gerne, probiere viel aus und über die Jahre sind bei uns einige Geräte eingezogen, von denen wir viele überhaupt nicht bräuchten. Wir haben eine Küchenmaschine, eine KitchenAid, eine Mikrowelle, eine Heißluftfritteuse, einen kleinen Grill, einen großen Tischgrill, einen Pürierstab, eine Zitronenpresse, einen Handmixer, einen Sandwichmaker und noch mehr. All diese Geräte haben ihre Daseinsberechtigung, weil wir sie gerne nutzen. Aber ich überlege öfter mal, ob wir dies noch brauchen, wo wir doch das haben. Und grundsätzlich, wofür hat man Geräte, die man nur selten nutzt? Aber ich komme immer wieder auf dieselbe Antwort. Ein Ausmisten würde sich auch nicht lohnen. Viele dieser Geräte sind mit uns in unsere erste Wohnung gezogen und sind sowieso qualitativ nicht sehr hochwertig. Ein Verkaufen scheidet also aus. Verschenken könnte ich das ein oder andere Teil, aber den Aufwand ist es mir nicht wert. Daher fahren wir sehr gut damit, die Teile so lange zu nutzen, bis sie auseinanderfallen. Vor allem die etwas hochpreisigeren Teile wären vermutlich bei uns auch nie eingezogen, wenn wir sie nicht vergleichsweise wirklich günstig und bei einer seltenen Gelegenheit bekommen hätten. Gebraucht hätten wir sie also nicht. Aber nun sind sie da und wenn sie genutzt werden, dann voller Liebe. Und dann ist das eben so. Minimalismus hin oder her. Mein nächster Bereich ist etwas abstrakter, denn es handelt sich dabei nicht um materiellen Luxus, sondern Notwendigkeiten. Lebensmittel. Was ich damit meine, ist nicht, dass ich ein ganzes Zimmer bis unter die Decke voll mit Vorräten gestopft habe. Ich meine damit vielmehr, dass wir nicht sparen, wenn es ums Essen geht. Sowohl beim selber Kochen als auch beim draußen essen gehen. Mittlerweile ist es sehr teuer geworden, draußen essen zu gehen. Man kann sich sehr viel Geld sparen, wenn man selbst kocht und darauf verzichtet. Wir für unseren Teil möchten das aber nicht. Denn beim Essen gehen geht es für uns nicht nur um das Essen an sich, sondern auch um das Erlebnis, Erinnerungen und die gemeinsame Zeit. Und auch was zu Hause kochen angeht, muss es nicht jeden Tag dasselbe geben. Wir probieren gerne neue Sachen aus und testen uns durch. Der nächste Bereich ist Kosmetik und Schminke. Zugegeben, dieser Bereich ist mir ein Dorn im Auge, denn ich würde eigentlich gerne viel mehr ausmisten. So ist der Stand die meiste Zeit. Ich habe auch schon sehr viel aussortiert, wenn ich bedenke, dass ich früher ganze Kisten voll mit Schminke hatte. Wohl bemerkt, obwohl ich mich nie sonderlich viel geschminkt habe. Am mehr Ausmisten hindert mich allerdings, dass ich immer mal wieder kleinere Phasen habe, in denen es mir wieder etwas mehr Spaß macht, mich zu schminken. Und dann jedes Mal die Sachen wieder neu zu kaufen, ist auch Unfug. Die meisten Sachen, die hier zu sehen sind, behalte ich also alleine aus dem Grund, dass sie nun eben da sind und ich sie so lange auch aufbrauchen kann. Wenn ich etwas strenger wäre und den nächsten Schritt gehen würde, dann würde es vermutlich so aussehen. Und wenn ich knallhart wäre, dann würde ich meine Schminke wohl darauf minimieren. Wenn.
Ich belasse es einfach dabei und bezeichne diesen Bereich als nicht minimalistisch bei mir. Der vierte Bereich ist auch einer, den ich seit meiner Kindheit kenne und der irgendwie zu mir gehört. Und irgendwie auch nicht. Ich habe von klein auf schon gemalt und habe eine Menge an Malsachen angehäuft. Was ja auch nicht weiter tragisch ist. Aber irgendwie war es doch nie so richtig ein Hobby von mir, denn so richtig Spaß gemacht hat es mir meist nicht. Daher habe ich mich mittlerweile von den meisten Sachen getrennt. Trotzdem ist noch einiges übergeblieben. Nachdem ich die Sachen inklusive Staffelei und allem vor einigen Monaten fast über Kleinanzeigen verkauft hätte, habe ich doch wieder einen Rückzieher gemacht. Irgendwie war das doch alles so teuer und vielleicht male ich ja doch mal wieder mehr und ja, du kennst das sicher. Der letzte Bereich hängt direkt mit dem vierten zusammen, denn hier geht es um Bilder. Ich bin nicht so wirklich ein Fan von Deko und auch wenn ich viele Wandbilder total schön finde, würde ich mir nie eines kaufen. Aber selbst ein Bild malen und dann in die Ecke stellen? So kommt es, dass an unseren Wänden einige Bilder hängen und neben diesen gibt es natürlich noch viele weitere Bilder, von denen ich mich nicht trennen will. Man könnte es auch als Erinnerungen kategorisieren, da jedes Bild irgendwo seine Geschichte hat, aber mir geht es vielmehr um den Prozess des Erschaffens dahinter. Etwas wegschmeißen, das ich einmal mit viel Mühe gezeichnet habe, kommt mir nicht richtig vor. Auch wenn ich schon mal kurz davor war. Aber ich habe mich umentschieden und ich denke, ich werde auch so schnell nicht mehr an dem Punkt sein, dass ich die Sachen wegschmeißen möchte. Und so bleiben diese ganzen Bilder weiterhin hier, obwohl das so gar nicht minimalistisch ist. Aber es muss auch gar nicht alles minimalistisch sein. Vergiss niemals, dass der Minimalismus vielmehr etwas für dich sein soll und du dich mit nichts und niemandem vergleichen musst. Für mich geht es beim Minimalismus viel weniger um das Ausmisten an sich, als um den Umgang mit neu einziehenden Sachen. Das meiste spielt sich ohnehin im Kopf ab. Und die Hauptsache ist, dass du dich in deinen vier Wänden wohlfühlst. Mit 100, 1000, 10.000 oder 100.000 Gegenständen. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben von dir. Mach's gut. Tschüss.